Hallo und herzlich willkommen in meinem The Knitting Translator Podcast. Ich bin Ilona, ich bin Strickerin und Übersetzerin und in diesem Podcast geht es auch vorwiegend ums Stricken und Wolle und Woll- und strickbezogene Reisen von mir. Ich habe vor kurzem meinen Podcast ein bisschen sortiert, also nochmal angeguckt, welche Videos ich gemacht habe, sie in Playlists verpackt oder so einsortiert und gesehen, dass ich doch einige reisebezogene oder Wollfestival-bezogene Videos habe. Die findet man jetzt alle in der entsprechenden Playlist. Ich werde hier eine Übersicht der Playlists einblenden, so dass, wenn ihr vielleicht neu dazugekommen seid, was mich sehr, sehr freuen würde oder sehr freut, ihr seid ja da, wenn ihr neu dazugekommen seid, und wenn ihr aber auch schon früher meine Videos geguckt habt und ja, jetzt vielleicht einfach mal gucken wollt, in welchem Video habe ich denn, sage ich mal, über das Wollfestival in Kassel gesprochen oder in Zwolle oder sowas. Das findet ihr jetzt alles in den Playlists einsortiert, sodass die Übersicht und die Suche nach thematisch zugeordneten Videos einfacher ist. Ich bin noch dabei, alle Videos einzusortieren. Da sind ja mittlerweile 40, also das müsste das 41. sein. Vlog, also Kopenhagen-Vlog nicht mit eingerechnet, so dass, ja, das dauert ein paar Minuten halt, aber die meisten sind, soweit ich weiß, sortiert, vielleicht sogar alle. Wie ihr seht, berichte ich heute wieder aus meinem Arbeits-Wohnzimmer. Auf Anraten bzw. auf nette Empfehlung von meiner lieben Podcast-Freundin und Strickfreundin Eveline von Maschenträumer, die auch in der Nähe von Bielefeld wohnt, bin ich wieder ins Arbeitszimmer umgezogen mit meinen Aufnahmen. Im Wohnzimmer habe ich viele Aufnahmen gemacht, wo man meinen Hund sehen konnte im Hintergrund auf der Couch. Da gab es oder gibt es auch Fans, soweit ich weiß. Ich werde versuchen, meinen Hund immer wieder aufzunehmen. Der liegt normalerweise hier unten, also im Moment nicht, aber wenn er da mal unten liegt, werde ich versuchen, auch bei Videos, die im Arbeitszimmer aufgenommen werden, ihn mit ins Bild zu holen. Ja, Eveline war gestern bei mir zu Besuch. Es war ein sehr, sehr, sehr schöner Nachmittag. Wir haben ganz lange und ganz viel gequatscht und gestrickt. Dieses Mal hat es mit dem Stricken geklappt. Sonst hat es bei bisherigen Versuchen nicht mit dem Stricken geklappt. Mit dem Quatschen schon, aber mit dem Stricken noch nicht. Und gestern war sie bei mir zu Hause und meinte dann im Nachhinein, dass ja, ihr besonders als Hintergrund der Hintergrund im Arbeitszimmer gefallen hatte. Und ich wollte sowieso schon lange das Arbeitszimmer wieder aufräumen und hier aufnehmen, weil das eigentlich die bequemste, ja, weiß nicht, Aufnahme-Location ist. Einfach nur, weil man alles so parat hat und irgendwie einen Hintergrund hat, der beeinflussbar ist, sage ich mal, im Gegensatz zum Wohnzimmer, wo der Hund mal rein, mal raus und man viel mehr aufräumen muss, wenn man Aufnahmen macht. So dass ich hoffe, dass euch dieser Hintergrund auch gut gefällt. Ich habe wieder ein bisschen Wolle aus den Plastikkisten geholt. Normalerweise hatte ich fast alles in solche Kisten, also in so Plastikkisten. Also hier, Moment, jetzt kriege ich das gerade mit dem Spiegel. So, und hier in solche Kisten einsortiert gehabt, weil ich im Sommer so ein bisschen Angst hatte, dadurch, dass die Fenster häufiger einfach lange offen stehen, dass von außen Motten reinkommen könnten. Deswegen hatte ich alles oder fast alles in so Plastikkisten gepackt. Das habe ich jetzt hier quasi ausnahmsweise mal aufgelöst. Ja, vielleicht zeige ich ein bisschen. Also hier liegen meine Sockenwollen. Da oben, ja, links oder rechts von euch ausgesehen, liegen meine Wollen ohne Polyamid, also ohne Plastikanteile. Hier hinter mir sind auch Wollen, alle ohne Plastikanteile. Ja, weiß nicht, vielleicht eher günstigere. Also da sind mehr handgefärbte Garne und hier sind günstigere Garne. Ich glaube, alle nicht handgefärbt.
Genau. Und hier noch ein bisschen Sockengarne. Und hier Filcolana pernila, also das Garn, das ich in Kopenhagen gekauft habe. Ja, in der heutigen Folge, also bevor ich hier wieder zu lange über mein Zimmer spreche, für mich ging es bei der Kopenhagen-Reise um zwei Perspektiven. Ich wollte mein Kind zufriedenstellen und insgeheim kulturell bilden. Ja, Reisen bildet ja. Und ich hatte schon einige, oder wir haben einige Sachen gemacht, das habt ihr vielleicht gesehen, wenn ihr nicht zum ersten Mal da seid. Wir haben Museen besucht, wir waren im Hafen, wir haben uns Architektur oder architektonische wichtige Stellen angeguckt und so weiter. Wie so häufig bei mir gab es gerade eine kleine Unterbrechung, weil ich tagsüber aufnehme und da gibt es schon mal Anrufe. Ja, jetzt geht's weiter. Wie ich eben schon gesagt habe, hatte ich zwei große Ziele bei unserer Kopenhagen-Reise. Das Kind zufriedenstellen und mich selbst als Strickerin und Strickpodcasterin zufriedenzustellen. Und auf dieser Grundlage ist dann halt dieses Vlog erwachsen. Und ja, deswegen, nee, nicht deswegen, sondern ich hatte auch mehrere Zielsetzungen mit diesem Vlog. Ich wollte ja zum einen, oder ich wollte ja austesten, wie es ist, so ein tägliches Vlog zu machen und inwieweit es eine Option für mich sein kann, auch eine Vlogmas zu machen in der Adventszeit, die ja ganz bald ist. Und darüber will ich jetzt im ersten Teil der heutigen Folge sprechen. Im zweiten Teil der Folge, nee, also ja gut, im zweiten Teil, im zweiten Kapitel der Folge möchte ich die Strickprojekte zeigen, an denen ich tatsächlich bei der Reise gestrickt habe. Von allen, die ich mitgenommen habe. Alle, die ich mitgenommen habe, zeige ich in meiner allerersten Vlog-Folge. Das war dann am Abreisetag, wo ich gepackt habe, und da habe ich alle Projekte gezeigt, die ich mitgenommen habe. Ich habe nicht an allen gestrickt, was ja zu erwarten war, sondern nur vorwiegend nur an zwei, sage ich mal 2,5. Ich habe mit einem angefangen und bei der Anreise daran gestrickt und danach nie wieder angefasst. Genau, ich werde also die Projekte zeigen, wie weit ich gekommen bin mittlerweile. Und dann zeige ich, und dann zeige ich, was ich nach meiner Heimkehr angeschlagen habe, weil ich weiß nicht, was mit mir passiert ist nach der Rückreise, wahrscheinlich wegen der Beschränkung, die ich dadurch hatte, dass ich halt nur bestimmte Projekte und nicht viele Nadeln, nicht so viele Ersatznadeln hatte. Hat mich voll die Anschlageritis erwischt und ich habe einige Sachen angeschlagen und auch daran gestrickt und ja, bin jetzt so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich bin von mir selber erschrocken, wie schlimm es wurde mit dem Anschlagen und das muss aufhören. Aber das ist eine Frage, die ich mit euch diskutieren möchte in der nächsten Folge. Ja, ich habe schon ein kleines Thema für die nächste Folge und das wird unter anderem halt diese Frage sein, wie ich meine Anschlageritis jetzt unter Kontrolle bekomme. Wir fangen also mit meinem Fazit zu meiner Kopenhagen-Reise an. Was hat mir gut gefallen? Also, Kopenhagen ist im Vergleich zu Bielefeld, muss man sagen, eine große Stadt. Bielefeld zählt ja nach deutschen Maßstäben auch als eine Großstadt. Wir haben, glaube ich, 350.000 Einwohner oder so. Soweit ich weiß, sind es in Kopenhagen ungefähr doppelt so viele. Ist also eine relativ große Stadt oder eine ziemlich große Stadt, ist ja auch die Hauptstadt von Dänemark. Und entsprechend viele verschiedene Unterhaltungsmöglichkeiten gibt es für jeden Geschmack, für jedes Alter. Ja, also immer eine Reise wert. Dieses Jahr waren auch einige Freunde und Bekannte und Kollegen von mir in Kopenhagen. Es waren auch sehr viele Podcasterinnen in Kopenhagen. Vielleicht ist euch das auch aufgefallen. Ich fand das seltsam, weil, also
wahrscheinlich wollten die anderen auch schon seit Jahren nach Kopenhagen und aus irgendeinem Grund fuhren sie dieses Jahr. Ich wollte auch schon seit Jahren nach Kopenhagen und war dann wirklich voll überrascht, dass so viele Menschen, die ich kenne, auch in dieselbe Stadt fahren. Aber gut, sie hat wirklich was zu bieten. Wir hatten auch richtig Glück mit dem Wetter, das sieht man in meinen Videos. Ja, ich habe ja viel draußen auch aufgenommen. Wir hatten ein bisschen Regen, aber eigentlich nur ja, so zu den Zeiten, wo es überhaupt nicht schlimm war, wo man jetzt nicht unbedingt lange draußen laufen wollte. Das war kein Problem. Die Metro hat mir auch sehr gut gefallen. Wir sind ja mit der Copenhagen Card, also Copenhagen Card ist auch etwas ganz Positives gewesen. Mit der konnte man, ohne extra was zahlen zu müssen, in alle Museen reingehen, in die wir reingehen wollten. Man konnte damit Metro fahren. Man konnte damit auch diese Bootstour machen. Ja, also alles eigentlich, was so Touristen normalerweise machen, konnte man damit machen. Und am Ende hat sich die Copenhagen-Card, die ich für 2 der 4 Tage nur gekauft hatte, voll gelohnt. Wirklich total gelohnt. Also wirklich eine super Sache. Und die Metro, ja, ist halt bequem. Wir haben zentral gewohnt, aber so, dass ich das Auto einfach mal am Anreisetag abstellen konnte, kostenlos, direkt vor dem Haus, in dem wir gewohnt haben. Und am Abreisetag haben wir das Auto beladen und sind weggefahren. Und dazwischen stand das Auto die ganze Zeit da. Ich musste keinen Euro zahlen dafür. Das war einfach perfekt. Und das war ziemlich zentral und von dort konnten wir überall hinfahren, wo wir hinfahren wollten. Genau, dann, was ja, Wollgeschäfte angeht, natürlich. Also Kopenhagen, ich denke, jede dänische Stadt hat ein oder mehrere Wollgeschäfte. Und in Kopenhagen gibt es sehr viele. Ich war in 5, meine ich. Ich hätte noch in weitere 5 wahrscheinlich gehen können. Ich habe nicht alle entdeckt vorher und ich hätte nicht alle geschafft. Ja, ich hatte eigentlich nur 2 Tage, an denen ich in Wollläden reingehen konnte, ohne meiner und der Gesundheit meiner Tochter zu schaden. Ja, aber das hat auch gereicht. Ich habe auch für meine Verhältnisse nicht so viel gekauft und ich habe auch darauf geachtet, wirklich nur Sachen zu kaufen, ja, bei denen ich irgendwie dachte, okay, die kenne ich noch gar nicht, die muss ich, muss ich ausprobieren oder ich wusste ganz genau, was ich daraus machen will. Ja, genau. Zum Beispiel, was so Wollauswahl angeht, als Fazit vielleicht, in allen Läden, die wir besucht haben, gab es Isea-Garne, also Isaga genannt auch in Deutschland, aber soweit ich weiß, ist das korrekt in Dänisch Isea. Die hatten, also die Garne von diesem Hersteller hatten alle Läden. Dann hatten alle auch Filcolana. Die meisten hatten auch Sandnes Garne, was ja ein norwegischer Hersteller ist. Ein paar hatten auch Langjans. Wool Dreamers hatte ein Laden, also Instedit oder so. Retrosaria Rosa Pomar hatte auch derselbe Laden. Ja, also auch ausländische Anbieter findet man da. Knitting for Olive, also der Laden von Knitting for Olive hat natürlich nur Knitting for Olive Garne, aber ein paar anderer Wollgeschäfte hatten auch Knitting for Olive Garne. Die habe ich mir dort natürlich nicht mehr angeguckt, weil ich auch bei Knitting for Olive direkt drin war. Nachträglich, also nach meiner Rückkehr nach Deutschland, habe ich entdeckt, dass es auch zumindest eins Garncafé gibt, das oder so ein Garnshop oder Wollshop, Schrägstrich Kaffee, nicht Kaffee, ich trinke gerade einen Kaffee, deswegen habe ich mich gerade versprochen, also ein Café gibt, in dem man stricken und Garne kaufen, soweit ich das verstanden habe, kann. Das habe ich aber erst zufällig über Instagram entdeckt nach meiner Rückkehr. Also da war ich leider nicht. Ich werde den Namen in die Beschreibung schreiben. Genau, sodass, falls ihr vorhabt, nach Kopenhagen zu fahren, die Möglichkeit habt, vielleicht da reinzugucken. Ich kann dazu aber nichts sagen, weil ich da nicht drin gewesen bin. Ich kann jetzt nicht sagen, ob der wirklich gut ist. Die Bilder sehen toll aus.
vielleicht ist es was Spannendes. Die Wollgeschäfte, in denen ich gewesen bin, sind alle sehr gut erreichbar mit der Metro gewesen. Ein paar von ihnen befanden sich an größeren Straßen, sodass auch die Anreise mit dem Auto unproblematisch wäre, mit Fahrrad sowieso. Ja, also also man konnte auch Besuche in den Wollshops sehr gut mit Besuchen von touristischen Attraktionen vereinbaren. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Das ja, würde ich auch als eine sehr positive Gegebenheit in dieser Stadt betrachten. Was etwas weniger gut war, ist zum Beispiel, dass ich wirklich erstaunt war, wie viel Verkehr es in Kopenhagen gibt. Meine Vorstellung und so meine Informationen aus anderen Podcasts oder aus so Sendungen über Kopenhagen waren, dass man in Kopenhagen Fahrrad fährt. Und darauf hatte ich mich eingestellt. Wir haben das Fahrrad meiner Tochter mitgenommen. Ich dachte, ich werde für mich ein Fahrrad mieten und oder halt ausleihen irgendwie. Und dann können wir mit dem Fahrrad fahren. Aber es war wirklich, wirklich, wirklich sehr viel Verkehr. Und zwar so, dass ich darauf verzichtet habe, ein Fahrrad für mich zu mieten, und meine Tochter konnte dementsprechend auch nicht fahren, weil für die Radfahrer gibt es da entsprechende Wege, überall eigentlich. Das heißt, wenn man unbedingt Fahrrad fahren möchte, gibt es da gute Wege. Also überall gab es Fahrradwege. Aber es gab auch wirklich sehr viele Autos mit entsprechendem Lärmpegel. Gut, vielleicht bin ich es nicht mehr gewohnt, in einer Großstadt unterwegs zu sein. Ich habe ja früher in Köln gewohnt. Hat mich nicht gestört, dass es viele Autos gibt. Ich bin da selbst also meistens Fahrrad gefahren. Das war auch alles völlig unproblematisch. Vielleicht bin ich es nicht mehr gewohnt. Aber das ist etwas, was mir halt so aufgefallen ist. Ich musste ja auch etwas weniger schöne Sachen finden, damit man weiß, dass nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen ist. Dann die Tivoli-Gärten, so ausgesprochen, hatten zu, als wir da waren. Eigentlich war von mir geplant, dass die erste Attraktion, in der wir den ganzen Tag verbringen können, die Tivoli-Gärten sein könnten. Das sind ja so, ja, wie soll ich sagen, also das ist ein großer Park mit ganz vielen verschiedenen Attraktionen, mit Karussells, mit irgendwelchen Fahrgeschäften, mit allen möglichen Unterhaltungssachen für Kinder und für Erwachsene. Und ja, wie gesagt, in dem Zeitraum, in dem wir in Kopenhagen waren, hatten sie irgendwie zu für Wartungsarbeiten oder sowas. Das heißt, wir waren nicht drin. Ich glaube, sie haben am 12. Oktober wieder aufgemacht. Das war der Tag unserer Abreise. Wir haben um 12 Kopenhagen verlassen. Das machte keinen Sinn mehr zu versuchen, da noch reinzugehen. Außerdem war meine Kopenhagen-Card dann schon abgelaufen. Also sie galt für den Tag nicht mehr. Dann hätten wir noch bezahlen müssen und nur eine Stunde da drin verbringen können. Das hat keinen Sinn gemacht. Das war eine große Enttäuschung für mich. Davon habe ich meiner Tochter einfach gar nichts mehr erzählt, damit sie nicht auch noch enttäuscht ist, wegen des entgangenen Spaßes. Aber das soll sehr schön sein. Ja? Also wenn ihr in Kopenhagen seid, prüft vorher, ob Tivoli-Gärten aufhaben. Das soll sich lohnen. Dann, was Wollgeschäfte angeht, war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich das Garn, das ich haben wollte, unbedingt nicht gefunden habe in keinem der Geschäfte. Obwohl ich fest davon ausgegangen bin und vorher auch noch geguckt habe, dass sie alle diesen Hersteller führen. Also alle Läden, in die ich reingegangen bin, außer Knitting for Olive, führen die Garne von Helholtz Uldspinderi. Ich schreibe das auch in der Beschreibung. Das ist ein dänischer Garnhersteller. Sie machen sehr schöne, sehr natürliche Garne, und sie haben ein Merino-Garn. Die anderen, also die meisten Garne von ihnen sind schon recht robust, recht rustikal, sage ich mal, also so griffig. Sind auch schön, aber ich habe genug rustikale andere Garne. Von denen habe ich letztes Jahr im Urlaub
die Merino-Wolle gekauft und die ist wirklich schön. Sie ist nicht so total Merino-weich, aber trotzdem sehr weich, sodass man sie so am Körper gut tragen kann. Und ja, ich wollte davon noch mehr kaufen, als ich letztes Jahr schon gekauft habe. Wobei letztes Jahr habe ich gar nicht so viel gekauft davon. Wollte halt noch andere Farben nachkaufen. Weil in Deutschland gibt es, glaube ich, nur einen Laden irgendwo an der Nordsee, der sie verkauft. Und ich wollte halt in echt die Farben nochmal sehen und davon halt eine oder zwei Pullimengen mitnehmen. Aber keiner der Läden führt die Merino-Linie von denen. Ich muss sie also bestellen. Ja, mal gucken, ob ich das mache oder ob ich halt auf andere Garne ausweiche. Das war eine kleine Strickenttäuschung für mich. Und allgemein, also als allgemeines Fazit zu meiner Reise würde ich sagen, die Reise nach Kopenhagen ist sowohl für Strickerinnen als auch für Nichtstrickerinnen sehr empfehlenswert. Ist eine schöne Stadt, man kann da gut essen gehen, man kann sich da kulturell und Kunst ja, bezogen sich gut unterhalten lassen. Man kann viel mit Wasser machen, weil natürlich überall drumherum Wasser ist. Man kann sich, ja, als Strickerin kommt man da voll auf ihre Kosten oder auf seine Kosten. Man kann einkaufen, man kann stricken, man kann alles Mögliche machen, man kann nur spazieren gehen. Ja, also ist eine Reise wert. Aber sowohl für mich und für meine Tochter war das erstmal genug. Wir werden nicht so bald nochmal nach Kopenhagen fahren, was ja nicht schlimm ist. Man besucht ja die meisten Orte, wo man, also wobei, so kann man es wahrscheinlich nicht sagen. Aber das ist, glaube ich, jetzt keine große Überraschung, dass wenn man eine Stadt mal besucht hat, also so eine Stadtreise, dass man nicht unbedingt beim nächsten Mal wieder dahin fährt. Wir haben beschlossen, wir werden in unserem nächsten Urlaub wahrscheinlich auch wieder nach Dänemark fahren, also in dem längeren Urlaub, vielleicht im nächsten Sommer, auch wieder nach Dänemark fahren, aber nicht in Richtung Kopenhagen, sondern irgendwo Richtung, ich weiß nicht mehr genau, wie diese Stelle heißt, wo die Nordsee auf die Ostsee trifft, also irgendwo dahin. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Naturschauspiel und da gibt es ja irgendwo in der Nähe Petit Nit und noch irgendjemanden. Ich glaube, die Süßle Reget, die Handfärberin, an der ich jetzt auch Geschmack gefunden habe, ja, die befinden sich da irgendwo und ansonsten gibt es da halt viele andere Strick- und nicht strickbezogene Attraktionen und einfach nur keine große Stadt. Wir haben beschlossen, dass wir nicht in eine große Stadt wollen. Wir sind mittlerweile Kleinstadtmenschen und ja, wollen einfach ein bisschen Ruhe im Urlaub, wenig Auto, ja, wenig Auto und wenig Verkehr, viel Natur, viel Wasser, viel Ruhe, viele Spaziergänge, also Fahrradtouren, ja, sowas in der Art. Und was das Vlog angeht, ich denke, ich werde die Vlogmas machen dieses Jahr. Ob ich das schaffen werde, so in meinem normalen Alltag, also dieses Adventsvlog sozusagen jeden Tag zu machen, bin ich mir noch nicht sicher, obwohl ich sowohl technisch als auch organisatorisch einiges aus ja, meinem Testvlog aus Kopenhagen lernen konnte. Das hat auch wirklich Spaß gemacht. Es gab einen Abend mal, wo ich so müde war, dass ich dachte, vielleicht schiebe ich das. Und am letzten Tag musste ich das auch schieben, weil wir sind so spät angekommen, dass eine Aufnahme nicht mehr möglich war. Aber grundsätzlich fand ich das überhaupt nicht zu anstrengend. Und ich fand das auch sehr schön und ich habe mich daran gewöhnt. Ja, ich fand das irgendwie eine schöne Routine, immer wieder Aufnahmen zu machen, sie zu sammeln und sie dann halt wie so ein Tagebuch den Tag am Abend Revue passieren zu lassen und ein Fazit zu ziehen. Ja, das ist, glaube ich, etwas, was wir viel zu selten machen.
Das habe ich früher immer, oder das mache ich immer wieder in Tagebüchern. Manchmal schreibe ich auch tatsächlich noch an 2 Tagebüchern. Ich schreibe für mich was und mittlerweile, also seit der Geburt meiner Tochter, schreibe ich für meine Tochter ein Tagebuch über sie. Damit, ich hoffe, meine Tochter guckt diese Folge nicht, weil das weiß sie nämlich gar nicht. Das ist, ja, ich schreibe ein Buch, ein Tagebuch für sie, über sie. Und das will ich ihr irgendwann entweder zum 16. oder zum 18. Geburtstag schenken. Ja, da klebe ich auch manchmal Fotos rein, aber das soll wirklich explizit kein Fotoalbum sein, sondern das soll ein Tagebuch sein, in dem ich Worte schreibe und Sätze und vielleicht Gedichte reinklebe und sowas. Also die Vlogmas dieses Jahr wird es wahrscheinlich geben. Ja, wenn ich es nicht vergesse bis dahin. Aber ich denke mal, doch, das hat Spaß gemacht. Mich würde auch eure Meinung interessieren. Viele von euch haben ja meinen Kopenhagen-Vlog geguckt und auch drunter geschrieben. Ich fand das, also das hat mich natürlich nochmal zusätzlich angespornt und motiviert, dass erstens ihr das euch anguckt und zweitens ihr was da drunter schreibt, obwohl in Anführungszeichen das jeden Tag kommt, weil vorher hatte ich natürlich so ein bisschen die Befürchtung, dass es zu viel wird, ja, dass es zu viel Content von mir sein wird, aber ich glaube, das war gar nicht so der Fall. Was ich vielleicht bei meiner Vlogmas ja, anders in Anführungszeichen machen würde, wäre, dass alle Folgen definitiv weit unter 30 Minuten sind. Wahrscheinlich eher so 15 bis 20 Minuten. Erstens ist es einfacher im Alltag unterzubringen, sowohl für mich als auch für euch. Ja, grundsätzlich schreibt bitte drunter, wie ihr euch vielleicht so eine Vlogmas vorstellt, ob ihr euch oder ob ihr so etwas überhaupt guckt, ob ihr schon mal andere Vlogmases geguckt habt. Welche haben euch gefallen vielleicht, ja? Also ich habe jetzt überhaupt nichts dagegen, wenn ihr auch andere Podcasterinnen hier drunter nennt. Ist für mich völlig in Ordnung. Wir profitieren ja alle davon. Ich würde mich also freuen, wenn ihr darunter kommentiert und ja, halt eure Meinung zu so Vlogmases schreibt, ob das etwas ist oder ein Format, Videoformat ist, wo ihr sagt, ja, das ist cool oder nee, das ist finde ich nicht so spannend. Würde mich schon interessieren. So, nächstes Kapitel. Nächstes Kapitel ist, woran habe ich denn nun gestrickt im Urlaub? Ich zeige das erste Projekt, an dem ich die meiste Zeit gestrickt habe, also die meiste Zeit. Ich habe am ersten Abend an dem wir angereist sind, habe ich, glaube ich, kaum bis gar nicht gestrickt, außer unterwegs ein bisschen auf der Fähre. Am zweiten Abend habe ich auch recht wenig gestrickt, weil ich müde war. Und am dritten Abend habe ich aber recht viel gestrickt, weil wir da so einen Kuschel- und Kinoabend gemacht haben. Und da also wir haben halt ein paar Stunden einen Film geguckt oder Filme geguckt und da habe ich ein bisschen was geschafft. Und zwar meine Olives-West für meine Tochter, die aus etwas wild zusammengewürfelten Farben gestrickt ist. Also ich zeige mal so. Sie ist schon recht bunt, würde ich sagen, und aus 3 verschiedenen Farben. Ich habe vor der Abreise war ich, glaube ich, irgendwo hier. Nee, ist gar nicht wahr. Ich war vor der Abreise, den Rücken hatte ich bis zu der Ärmelabtrennung quasi fertig, aber vorne war ich irgendwo hier, glaube ich. Das weiß ich nicht mehr genau. Und im Urlaub habe ich alles bis hierhin fertig gemacht und das habe ich dann zu Hause fertig gestrickt. Ja, und also diese Farbe habe ich komplett an einem Abend gemacht, was nicht besonders viel ist. Das habe ich mit Vierernadeln gestrickt. Das ich gucke mal, was das für Garne sind. Das ist Jamieson's Shetland Spindrift. In 2 verschiedenen Farben. Also das hier ist Jamieson's of Shetland und das ist Jamieson's of Shetland. Das mit wie heißt das? Merino. Nee.
mit Silk Mohair, mit Seidenmohair von Rico Design. Die Farbe weiß ich jetzt nicht. Weiß nicht, ob ich sie finde. Ah doch, hier. Das war heruntergesetzt und das ist die Farbe 18. Ja, das ist dieses hier. Man sieht hier auch den Preis, was ja überhaupt nicht schlimm ist. So Essentials, die Essentials-Linie von Rico. Und so, jetzt weiß ich gar nicht. Also ich habe Jamieson's of Shetland in 2 Farben. Da habe ich ja schon gesagt. Einmal in Farbe Damask. Das ist, glaube ich, diese Farbe. Und die andere Farbe, die ich gerade... Habe ich das gesagt? Nee, ich habe da die Farbe nicht gesagt. Das ist die Farbe Fuchsia, das ist diese Farbe. Ja, und die habe ich dann, also Fuchsia habe ich mit Silk Mohair von Rico Design und Damask habe ich mit einem Silk Mohair von Lamana. Da hatte ich Reste, also ich habe jetzt quasi so viele Reste von beidem. Ich weiß aber die Farbe nicht mehr, ja, das ist so ein ganz, ganz dunkles Lila. Lamana Premier war das. Und die schönste Farbe in dieser Weste ist eigentlich das hier. Ich hätte sehr gerne die gesamte Weste daraus gestrickt. Das ist ein handgesponnenes Garn von das Strickzimmer, von Sabine von das Strickzimmer aus Münster. Und das war, glaube ich, Blueface Leicester mit Seide. Ich habe kein Zettel oder so dazu. Ja, auf jeden Fall ist das sehr fancy gesponnen, ja, mit so verschiedenen Einlässen da drin, mit ganz vielen verschiedenen Farben. Jetzt sieht man, welche Farben hier dabei sind. Deswegen passt es eigentlich so mit diesen 2 anderen Farben. Was hier noch fehlt, sind natürlich noch so, quasi das Finishing für die Armausschnitte. Das muss ich noch machen. Die mache ich wahrscheinlich auch mit diesem Garn. Davon habe ich noch ein bisschen was übrig. Und zwar so viel. Ich hoffe, das reicht. Ja, also habe ich fast komplett das Ding in Kopenhagen gestrickt. Ich bin sehr stolz auf mich. Und dann habe ich muss ich gerade hier ein bisschen rumkramen. Und unterwegs habe ich vorwiegend hier dran gestrickt. Das ist ein Kaul für meine Tochter, also ein Halswärmer. So, eigentlich ist das unten oder oben, ist ja egal. So, das Projekt hatte ich immer im Rucksack dabei und habe auf dem Rückweg auf der Fähre da dran gestrickt und halt in der Stadt, wenn wir irgendwo Kaffee getrunken, also wenn ich Kaffee getrunken habe oder wenn wir uns hingesetzt haben, habe ich da dran gestrickt. Also weit bin ich nicht gekommen. Das stricke ich nach einer kostenlosen Anleitung von Pearl Soho. Also die Anleitung für die Olives West ist übrigens von Knitting for Olive. Knitting for Olive. Und ja, die ist halt kostenlos von Pearl Soho. Die heißt, das weiß ich gar nicht. Ich werde das natürlich darunter schreiben. Auf jeden Fall geht es sehr einfach. Man schlägt eine bestimmte Anzahl von Maschen. Ich glaube, das war 120 irgendwas. Ja, also die Zahlen darf ich sagen. Eigentlich nur erinnere ich mich nicht an die Anzahl der Maschen, die angeschlagen wird. Aber die Anleitung ist in Englisch kostenlos verfügbar auf der Internetseite von Pearl Soho, sodass ihr da auch nachschauen könnt. Und ja, man schlägt halt an und strickt einfach 5 rechts, eine links, 5 rechts, eine links und so weiter in Runden, bis man fertig ist. Ja, ich wollte was ganz Einfaches für unterwegs und das mache ich halt hiermit. Solche Projekte liegen bei mir dooferweise zu Hause ganz lange, weil sie für zu Hause einfach zu langweilig sind. Aber gut, das Garn ist schön. Jetzt habe ich auch hier kein Zettel mehr. Oder? Ach nee, hier. Genau, das ist von Schwedenrot Jans. High Twist Merino Pure. Da hatte ich ein Kit, das sind 100% Superwash Merino, 365 Meter. Ja, da hatte ich ein Kit. Es gibt noch so ein ganz cooles einen ganz coolen Mini-Strang. Ich weiß aber nicht mehr, wo er ist.
vielleicht finde ich den und mache noch irgendwie einen Colourpop, wie Steven West sagt, damit ich wieder Lust habe, da dran zu stricken. Also ja, und das ist eine wunderschöne kleine Projekttasche von, mein Gedächtnis, steht das nicht irgendwo hier drin? Das ist so eine litauische oder lettische Strickerin und Näherin. Das ist so eine Leinenprojekttasche. Ach Mann, ich schaue mal kurz. Das ist von Payauta Makes. Ja, also ich schreibe den Namen auch wieder in der Beschreibung. Und die Tasche ist, also ich finde sie sehr schön. Sie ist ein bisschen schwer. Also wenn man eine leichte, wie soll ich sagen, etwas Leichtes mitnimmt und nicht so schwer tragen möchte, dann ist die Tasche nicht so passend. Aber wenn man so einen Rucksack dabei hat, dann ist sie okay. Sie ist komplett aus Leinen, glaube ich. Komplett oder nicht komplett? Ich glaube komplett. Auch gefüttert und mit Taschen versehen. Also da sind Taschen drin. Und hier ist für Maschenmarkierer oder für Fortschrittsmarkierer auch so ein Halbring. Ja, eine schöne Tasche. Und dann auf dem Hinweg habe ich noch ein bisschen am Tuch gestrickt. Das war Milky Oolong. Das war so ein Tuch von Susanna Winter, auch Teil Venitz. Ich habe nur angeschlagen, weil ich unbedingt dieses Garn anschlagen wollte. So, ich bin nicht sehr weit gekommen. Das ist ein handgefärbtes Garn von der lieben Mira von Mach. Eine Pflanzenfärberin aus der Nähe von Bielefeld. Und das Garn habe ich dann bei ihr am Wochenende vor der Abreise gekauft. Das ist Yak Merino, glaube ich. Das ist ein sehr schönes Garn. Ich glaube, ja genau. 50% Yak, 50% Merino. Und ich glaube, sie hat gesagt, das ist Non-Superwash. Das fühlt sich schön an, wirklich sehr schön. Und ich habe jetzt wieder richtig Lust bekommen, daran zu stricken. Ich glaube, ich mache das nachher. Also heute irgendwann. Genau, da habe ich aber nur auf dem Hinweg gestrickt und in Kopenhagen hatte ich keine Lust. Ich weiß nicht. Wie geht es euch eigentlich, wenn ihr unterwegs seid und mehrere Projekte mitnehmt? Ist das dann bei euch auch so, dass ihr nur an einem 2 davon strickt? Also wenn ihr 5 mitnehmt, strickt ihr dann nur an einem oder 2? Oder klappt es, dass man dann von jedem ein bisschen was macht? Ja, bei mir klappt es nicht. Dann würde ich sagen, das wäre es für heute mit meinem Fazit zu meiner Kopenhagen-Strickreise, sage ich mal, Strick- und Wollreise. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, gerne hier drunter in den Kommentaren oder persönlich über eine persönliche Nachricht über Instagram oder per E-Mail. Wenn ihr euch bedanken wollt für den Inhalt, in der Beschreibung steht alles, wie ihr das machen könnt. Ich freue mich über jegliche Art von Feedback und freue mich auf das baldige Wiedersehen. Tschüss!